Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Vielleicht könnt ihr euch noch an meine Umfrage vor einiger Zeit auf dem YouTube-Channel erinnern, wo ich gefragt habe, welches Set ich als nächstes testen soll. Nun, die Goldfarber haben gewonnen. Sie lagen mit einem kleinen Vorschuss vorne und mit diesem Video erfülle ich euch nun diesen Wunsch. Also, das ist das Goldfaber-Set von Faber-Castell. Ich habe mir nur das 12er-Set gekauft, weil ich es einfach nur aus Interesse testen wollte. Die Stifte sind aus der Student Grade Serie, also keine professionellen Farbstifte wie zum Beispiel die Polychromos. Ich werde die Stifte in dem Buch von Hannah Carlson testen, Daydreams. Und während ich male und ihr zuschaut, werde ich euch einige Details erzählen und natürlich auch meine persönliche Meinung zu diesen Stiften erklären. So, fangen wir mal mit den Details zu den Stiften an. Die Mine der Stifte beträgt 3,3 mm und der Stiftumfang ist 7,5 mm. Damit liegen die Stifte zwischen den Polychromos, die ein bisschen dicker sind, und den Prismacolors, die ein bisschen dünner sind. Die Stifte sind wachsbasiert, was ein großer Unterschied zu den ölbasierten Polychromos ist. Dennoch ist die Mine meiner Meinung nach härter als die der Prismacolors und nicht so cremig, hält die Spitze trotzdem sehr gut. Sie sind weicher als die Polychromos. Das Set gibt es in den Größen 12, 24, 36 und 48 Stiften. Das 12er Set habe ich im Angebot auf Amazon für ca. 8,50 € gekauft. Alle anderen Sets werde ich unten in der Infobox für euch verlinken, weil sich die Preise auch oft ändern. Schaut einfach nach, wenn euch die Preise interessieren. Die Stifte sind grau lackiert, matt und liegen echt gut in der Hand, also kein Rutschen oder Abgleiten, sie haben wirklich ein angenehmes Gefühl. Erinnert mich so ein bisschen an die Derwent Pro Color, also wirklich schön. Die Farbe am Ende des Stiftes entspricht ziemlich gut der realen Farbe des Stiftes, wenn man sie eben auf dem Papier ausmalt. Es gibt auf dem Stift an sich keine Farbnamen, sondern Nummern, aber die Farbnamen zu den Nummern sind auf der Farbtabelle, die beiliegt. Am Anfang habe ich ja so ein kleines Heftchen aufgefaltet, da sind die Farbnamen zu finden. Zu der Lichtbeständigkeit der Stifte konnte ich keine Informationen finden, nur dass sie wohl sehr lichtbeständig sind. Da es aber Student Grade Stifte sind und keine professionellen Künstlerstifte, können sie nicht sehr lichtfest sein. Die Stifte kann man im Fachhandel auch einzeln erwerben, was für mich ein großer Pluspunkt ist. Kleine Stiftesets haben normalerweise die Grundfarben Gelb, Orange, Pink, Lila, Dunkelblau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, ein helles Braun, ein dunkles Braun und ein Schwarz. In diesem Set haben wir aber noch ein Weiß. Dafür fehlt aber das Lila. Das Blau in dem Set ist kein richtiges Blau, sondern meiner Meinung nach eine Mischung aus Lila und Blau. Als ich das Blau mit dem Hellblau verwendet habe, hat es für mich wie ein wirkliches Blau gewirkt. Dennoch habe ich es ein bisschen mit Schwarz nachgearbeitet, damit es ein bisschen dunkler und blauer wirkte. Als ich das Blau mit dem Pink verwendet habe, hat es für mich nicht wie ein Blau gewirkt, sondern eher wie so ein bläuliches Lila. Deswegen gibt es für mich keinen wirklichen Minuspunkt, weil ich das Blau sowohl als Lila und als Blau verwenden kann, aber trotzdem gibt es kein Ultramarin, was für mich die Grundfarbe ist, um mehrere Farbtöne zu mischen. Ja, trotz allem, ich hätte lieber auf das Weiß verzichtet, um ein Lila und ein richtiges Ultramarinblau zu haben. Nun komme ich zum Blenden mit diesen Stiften, was euch alle wahrscheinlich am meisten interessiert. Das ist auch für mich ein sehr wichtiges Kriterium, weil ich echt viel blende in meinen Bildern
und einige Farbschichten benutze. Zuallererst möchte ich sagen, dass die Farben sich sehr angenehm auf dem Papier malen lassen. Sie sind weich, aber nicht zu weich, krümeln nicht und malen wirklich sehr ebenmäßig. Die Mine des Stiftes hält sich sehr gut für einen wachsbasierten Stift. Beim Blenden musste ich allerdings ein bisschen experimentieren. Die Goldfarber sind zwar weich, lassen sich aber nicht so cremig verblenden wie die Prismacolors. Obwohl sie härter sind, lassen sie sich auch nicht so verblenden wie die Polychromos. Man merkt, dass es keine professionellen Stifte sind. Ich erwähne auch in meinen Videos davor wirklich oft, dass ich es für Anfänger leichter empfinde, mit sehr guten Stiften zu malen, als mit günstigeren Stiften. Und das hat eben seinen Grund. Gerade bei diesen Stiften ist es mir wieder klar geworden. Ich musste sehr leicht anfangen zu malen, weil die Farbe sich nicht so gut vermischen ließ, wie ich es eben gewohnt bin. Durch die wachsbasierte Mine konnte ich auch nicht so viele Farbschichten aufbauen, um neue Farben zu mischen. Ich kann ganz locker 3 Farbschichten übereinander legen, wenn ich die Schichten leicht halte. Dennoch muss ich sauber und ordentlich malen, weil die Stifte nicht so vergeben sind wie die Polychromos zum Beispiel. Bei den Polychromos mischen sich die Farben für mich fast wie von selbst. Ich muss nicht ordentlich malen. Bei diesen Stiften vermischen sich die Farben zwar auch gut, aber nur wenn ich in dünnen Schichten arbeite und wirklich ordentlich. Das Papier, auf dem ich hier male, also das Malbuch, hat relativ glattes Papier, deswegen hatte ich Probleme, mehr als 3 Schichten zu benutzen. Das mag anders aussehen, wenn man auf etwas rauerem Papier malt, das besser für wachsbasierte Stifte geeignet ist. Alles in allem finde ich die Stifte angenehm zum Ausmalen. Trotz allem würde ich sie keinem Anfänger empfehlen, weil ich das Blenden mit diesen Stiften als etwas schwierig empfinde. Es ist ein schönes Set zum Ausprobieren, aber ich weiß, dass ich nicht zu diesem Set greifen würde, wenn ich die Wahl hätte. Einfach weil mich das Blenden Zeit kostet und ich es lieber einfacher habe, wenn ich schon mal zum Malen komme. Aber für das einfache Hobbymalen ist es wirklich gut. Die Farben gehen gut aufs Papier und die Farbkraft ist wirklich kräftig, sogar kräftiger als die der Polychromos bei der ersten Farbschicht. Das heißt, man muss nicht allzu sehr drücken oder Farben auftragen, um kräftige Farben zu bekommen. Der erste Stift ist mir beim Anspitzen abgebrochen, als ich ihn angespitzt habe, aber das kann auch daran liegen, dass ich schon vorher mit dem Stift länger gemalt habe und die Mine von meiner Handwärme weich geworden ist. Das habe ich schon bei anderen Stiften gelernt, das habe ich auch bei den Polychromos. Sie lassen sich besser anspitzen, wenn sie nicht die ganze Zeit von der Hand gewärmt wurden und die Mine weich geworden ist. Während ich das Bild male, werdet ihr das wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen, dass mir beim Anspitzen die Minen abbrechen, aber davor hatte ich die Stifte auch wirklich länger in der Hand. Ich denke, ich habe jetzt alles Wichtiges zu dem Stift erwähnt. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidung wirklich weiterhelfen. Denkt dran, dass Mögen und Nichtmögen ist von einem selbst abhängig. Nicht alles, was ich mag, ist etwas, was ihr in euren Stiften mögt. Ich gebe meine Meinung nach meinem Gefühl wieder. Ich habe so viele Stiftesets und habe Probleme mit manchen Sets, wo andere mir sagen, sie lieben dieses Set, haben aber Probleme mit den Sets, die ich mag. Also es ist wirklich subjektiv. Ich würde euch empfehlen, so wie immer, kauft euch ein kleines Set, kauft euch vielleicht ein paar Einzelstifte, das ist bei den Goldfarbern zum Glück möglich, und probiert es einfach aus. Malt eine ganze Seite mit den Stiften und lernt sie einfach kennen und bildet euch eure Meinung. Am Ende dieses Videos werde ich nochmal einen Test von dem weißen Stift auf schwarzem Papier mit anderen Stiftemarken machen und schaut euch das auf jeden Fall noch an.
Wer weiß, was da sonst noch für Überraschungen auf euch warten.
Ich habe hier auch einmal die Weißtöne ausgetestet. Das hier ist Pablo, Derwent Drawing, Goldfaber, Luminance, Polychromos und Prismacolors. Und ich weiß, es kommt auf diesem schwarzen Papier nicht so gut zur Geltung, aber die Pablo, Goldfaber und Polychromos sind ja schon blasser als die anderen. Ich habe die Goldfarbe auch auf normalem Papier getestet, also erst mit Buntstift gemalt und mit dem Weiß drüber gemalt. Das gleiche habe ich mit den Luminance gemacht und die Goldfarbe decken nicht so gut weiß wie die Luminance oder Derwent Drawing oder die Prismacolors. Die decken sehr, sehr viel mehr Farbe ab und hellen eine Farbe wirklich auf und sind nicht nur gut zum Blenden, wie zum Beispiel die Polychromos, die quasi bei dem Weiß gar keinen Sinn für mich ergeben. Naja, also Test gemacht. Und jetzt kommen wir zum tollen Teil dieses Videos. Und zwar möchte ich dieses Set an einen von euch verschenken. Danke an alle, die mich über meine Amazon-Partnerlinks unterstützen. Noch einmal kurz zur Erklärung. Wenn ihr auf einen meiner Amazon-Links klickt und innerhalb von 24 Stunden, egal was bestellt, noch nicht mal das, worauf ihr geklickt habt, bekomme ich eine kleine Provision von eurem Einkauf. Das kostet euch überhaupt nichts, auch der Preis von eurem Produkt, das ihr kauft, verändert sich gar nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass ich eine kleine Provision als Dankeschön von Amazon bekomme, dass ihr durch meinen Link auf deren Seite gekommen seid. Es kostet euch wirklich nichts und ihr müsst auch gar nicht das bestellen, was bei mir verlinkt ist. Deswegen bin ich immer dankbar, wenn ihr auf einen meiner Amazon-Links klickt, wenn ihr Wäscheklammern oder Papier oder sonstiges bestellt, egal was. Jeder Cent zählt. Und durch diese gesammelten Cents war ich in der Lage, dieses Set zu kaufen und möchte euch das Set als Dankeschön zurückgeben für eure Unterstützung. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist einen Kommentar unten zu hinterlassen. Mich würde interessieren, welche Videos euch interessieren oder welche Stifte ihr gerne mögt. Ich bin ja immer am Datensammeln und bin froh, wenn ich eure Kommentare habe, um zu wissen, wie ich meine Videos besser machen kann oder was euch interessiert. Das Auslosen dieses Giveaways mache ich dann am 20. August. Das ist zwar mein Geburtstag, aber an diesem Tag möchte ich euch beschenken. Ja, ich würde mich auch super freuen, wenn ihr Teil dieses Channels werdet, indem ihr auf Abonnieren klickt. Und durch das Anklicken der kleinen Glocke werdet ihr euch auch an meine Videos erinnert, die normalerweise freitags hochgeladen werden. Aber das ist kein Muss, um an der Verlosung teilzunehmen. Ich bin trotzdem über jeden froh, der mitmacht und Teil unserer Mal-Community wird. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.